Hallo und willkommen bei Ratzfatz Schlemmen. Lecker Leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Heute ist sicherlich schwer zu erraten, wo wir uns befinden. Ich hatte keine Ohrenmütze aus Russland. Wir befinden uns heute kulinarisch in Russland. Und zwar machen wir heute ein Bœuf Stroganoff. Und wie wir das machen, das seht ihr jetzt. Das Rinderfilet besteht aus dem Rinderkopf, dem Chateaubriand, der Mittelteil, und die Rinderspitze oder die Filetspitze. Und wie ich die jetzt auseinanderschneide, zeige ich euch jetzt. Das ist hier mein Rinderfilet, das hat hier 1,5 Kilo etwa. Dieser Teil ist so die Schwanzspitze, das ist das Chateaubriand. Daraus werden die Medaillons gemacht und das ist der Filetkopf, den man auch für Sonstiges benutzen kann. Für unser Bœuf Stroganoff benutzen wir am besten die Schwanzspitze aber wir können durchaus auch den Kopf nehmen. Die Chateaubriand, die schneide ich mir in Filets und friere in Medaillons und friere die dann ein. Hier die Medaillons. Und die Schwanzspitze, Filetspitze. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Fürs Bœuf Stroganoff brauchen wir für 2 Personen 300 Gramm Rinderfilet. Und die schneiden wir uns in dünne Streifen. Das. Also hier einfach so dünne Medaillons runterschneiden. Muss ich auch mal wieder schärfen. So, und dann hier so teilen wir. An weiteren Vorbereitungen sind nur noch die Zwiebeln in Würfel zu schneiden und die Champignons ebenfalls am besten in Würfel oder in kleine Scheiben schneiden. Champignons werden nicht abgewaschen, auf keinen Fall. Die saugen sich mit Wasser voll und es ist nicht mehr möglich, die braten zu können. Die putzt man einfach mit einem Küchentuch ab, sodass da, wenn da Erde dran ist, dass die sauber sind, und die werden in kleine, in Stücke geschnitten. Als nächstes müssen wir Kartoffeln schälen, und wie das geht, das glaube ich, muss ich hier nicht extra noch zeigen. Kartoffeln schälen, 15 Minuten in salziges, kochendes Wasser geben, und das ist dann unsere Beilage. Wir werden jetzt die Filetstreifen scharf anbraten, so für 2-3 Minuten in einer großen Pfanne. Die dann rausnehmen, in den Bratenansatz die Zwiebeln und die Champignons anbraten und dann mit Brühe ablöschen. Dann kommt Senf, saure Sahne dazu, und daraus ziehen wir uns dann die Soße. Abgeschmeckt wird einfach mit Salz und Pfeffer. Und zum Schluss geben wir klein geschnittene Gewürzgurken dazu. Die schneiden wir uns in Streifen, die kommen noch dazu. Ein bisschen Petersilie da oben rauf. Und mit den Kartoffeln zusammen sind das dann insgesamt 8 Dings da. Um zu testen, ob die Pfanne heiß ist, einfach mal ein Stück reinlegen. Das muss sofort scharf angebraten werden. In einem der letzten Videos habe ich noch gesagt, nicht alles Fleisch in die Pfanne machen,
Das Wasser tritt aus, das kocht mehr als das anbrät. Den Fleischsaft abgeschöpft und werde den gleich zur Soße dazugeben wieder. Wenn das Fleisch etwa 3 Minuten angebraten ist, nehmen wir es raus und fügen die Zwiebeln hinzu mit den Champignons zusammen. Ein bisschen Kümmel gebe ich auch noch dazu. Für die Zwiebeln. Zu den Zwiebeln und Champignons habe ich 1 Esslöffel Senf und 4 Esslöffel saure Sahne dazu gegeben und das alles mit 200 Milliliter Brühe, Gemüsebrühe abgelöscht. Und jetzt geben wir das Fleisch dazu. Gewürzt habe ich ein wenig mit Salz und Pfeffer. Wem die Soße zu flüssig ist, der kann sich ein wenig Kartoffelstärke mit etwas kaltem Wasser anrühren und die noch dazu geben. Die Gurke kommt dann zum Schluss noch dazu. Jetzt kommt das Schönste. Guten Appetit! Lecker! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Und lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Und wenn ihr die Glocke da unten betätigt, verpasst ihr auch das nächste Video nicht. Ansonsten bleibt gesund. Euer Carsten. Ciao.